Kopfhörer gibt es in jeder Variante nun. Klein, groß, billig, teuer, reparierbar und unreparabel. Aber eines haben viele gemeinsam: Noise Cancelling oder auch die Rauschunterdrückung. Was ist das und wie funktioniert das? Gute allerseits. Ja, heute ist auch mal wieder was mit Audiokram. Was bei mir hier. Nämlich was Noise Cancelling ist, wie das geht, alles in dieser Tech Insight Episode. Und jetzt klären wir erstmal, was denn Noise Cancelling ist. Naja, ist ja eigentlich mittlerweile ein gängiger Begriff. Doch ich denke, manche wissen nicht, was das ist. Es ist, dass Umgebungsgeräusche minimiert oder stumm gemacht werden können, wie im Flugzeug oder in der Bahn. Hier mal ein kleines Beispiel, wie es sich in etwa anhören kann mit und ohne Noise Cancelling. Hier erstmal mit Noise Cancelling. Und jetzt mal ohne. Wobei dies halt bei aktivem Noise Cancelling, wenn ihr Kopfhörer aufhabt und Musik hört. Das Ganze gibt es auch in passiv, aber das ist dann wirklich so, wenn ihr einen Gehörschutz aufhabt. Bei aktivem Noise Cancelling ist auch wirklich Elektronik verantwortlich, die das alles dann reduziert. Und ist halt bei den anderen besser und bei den anderen schlechter. Ist halt vom Modell ein bisschen auch abhängig. Doch wie passiert das denn nun, dass die Kopfhörer alles andere ausblenden können? Denn es scheint ja wirklich irgendwie Magie zu sein, dass alles andere ausgeblendet wird. Nun, wir bilden uns hier mal die Geräusche mal als Welle hier. Ne, wie hier etwa in Audacity, wo mir das Audio grafisch angezeigt wird. Und wenn jetzt eine Welle zu, sag ich mal, zu 50 dB geht, mal als Beispiel, wollen wir ja das wegbekommen mit Noise Cancelling, ne? Heißt also, wir müssen das abziehen, die 50 dB. Wenn ich jetzt hier mal eine Welle hinzeichne, die minus 50 dB ist, haben wir theoretisch gesehen 0. Doch diese Welle ist in Negativen. Und das ist genau das, wie Noise Cancelling geht. Es wird ein Gegenschall erzeugt von den Außengeräuschen, um diese zu minimieren. Das ist zwar jetzt hier sehr vereinfacht gesagt und zwar nicht hundertprozentig korrekt, aber um es euch eher zu zeigen, habe ich hier mal zwei Behälter. Das eine ist halb gefüllt, was es demonstrieren soll, wie das aussieht ohne Noise Cancelling. Also ohne Gegenschall, und das andere voll, was eben auch den Gegenschall dabei hat. Und wir können sehen, in dem Behälter, wo alles voll ist, sind keine Wellen zu sehen, während im halbvollen die Wellen klar zu sehen sind. Und wenn ihr euch denkt, dass sich das alles ziemlich einfach anhört, ist es auch sehr einfach. Das erste Headset mit Noise Cancelling gab es 1984 von Sennheiser, aber nicht für uns, sondern für die Luftfahrt, um eben für die Piloten die Kommunikation alles zu vereinfachen. 1986 hat dann Bose dann welche für Piloten auch gemacht. 1995 gab es dann In-Ear-Kopfhörer von Sony, was somit etwa so die ersten für die Konsumenten auch waren. Und 2000 gab es dann von Bose die Over-Ear mit Noise Cancelling, die Quiet Comfort Serie, die heutzutage immer noch existiert. Doch wenn die Technik ja auch schon Ewigkeiten existiert, so einfach ist das eben nicht, das umzusetzen. Denn solche Kopfhörer können nicht so einfach mal an den Klinkenstecker angeschlossen werden. Es bedarf Technik in den Kopfhörern, um dies umzusetzen. Es braucht ein Mikrofon, was außen liegt, um eben die Umgebungsgeräusche aufzunehmen, ein inneres, um zu bewerten, was denn noch an Restumgeräuschen ankommt, und ein Chip, der das alles macht. Ach ja, und auch einen Akku oder ganz selten auch mit 3 AA-Batterien, um die Technik halt da drin zu betreiben. Und das Ganze hört sich ja relativ einfach und simpel an. Und theoretisch einfach umsetzbar, ne? Na, wobei der Chip, der das alles handeln soll, der muss schon einiges auf dem Kasten haben. Denn ihr müsst wissen, um eben die Daten von den Außenmikrofonen zu verarbeiten, einen Gegenschall zu erzeugen und auszugeben, braucht Performance. Weswegen es damals eher reserviert war für die Luftfahrt damals, da wir heute das alles in kleinere Chips packen können, die all das ermöglichen. Doch es war zwar anfangs relativ schwach, aber halt eben limitiert, da die Chips in den Kopfhörern noch nicht die Power dazu hatten. Als Beispiel könnten wir hier mal die AirPods nehmen und den H1-Chip, welcher 2019 kam, der da drin arbeitet. Die AirPods Max haben heute komischerweise immer noch diesen H1-Chip drin, der eben nur Umgebungsgeräusche reduzieren kann. Wiederum der H2-Chip aus den AirPods Pro 2 und 3 hat besseres Noise Cancelling und adaptives Audio, was die Umgebungsgeräusche je nachdem durchgeben kann. Und durch einen Algorithmus, der erkennt, wenn zum Beispiel eine Sirene zu hören ist oder mal angesprochen wird, wird das dann auch durchgegeben durch die Kopfhörer.
Und natürlich sind halt auch bei den besten Noise-Canceling-Kopfhörern es leider nie möglich, alles zu dämpfen. Denn so plötzlich laute Geräusche oder Gespräche, die sind halt sehr schwer da zu canceln. Und halt da von jedem die Ohren anders sind, muss man sich bei den In-Ear-Kopfhörern durchprobieren, durch die Gummiaufsätze, wenn welche dabei sind. Und geil wäre es, wenn ihr mit einem Abo dabei seid, um über diverse Tech-Zeugs mehr zu erfahren hier. Und ich höre mir jetzt eine 10-Stunden-Version der Windows XP Standardmusik an. Aber bis dahin sag ich mal, man sieht sich.